Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz an diesem wunderschönen frohen Leichnamstag hier in der SAP-Arena begrüßen. Es ist mir oder uns eine besondere Freude, zu meiner Linken Daniel Hopp, geschäftsführender Gesellschafter der Adler Mannheim, und ganz links außen Till Fauler, Manager der Adler Mannheim, den neuen Trainer der Adler Mannheim heute vorstellen zu dürfen. Wir sind froh, dass trotz aufkommender Nervosität in der letzten Zeit im Umfeld unseres Clubs wir unseren Wunschtrainer verpflichten konnten. Es hat sich unsere Beharrlichkeit in den letzten Tagen ausgezahlt. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam den neuen Trainer der Adler Mannheim, Jeff Ward. Jeff, first of all, I would like to take the opportunity, also on behalf of the whole Adler organization, to give you a very warm welcome. We are really, really happy to have you here. Before we take over to the questions of the media, I would like to ask you two little questions. How was your trip to Mannheim and how you feel sitting here as the new Eagles coach? Well, the trip was really good. I got to sit with a couple interesting people on the plane, so that always makes the flight easier. And I feel good to be here. A little bit tired, obviously. I didn't get much sleep last night coming over on the plane, but really pleased to be here and looking forward to the opportunity a lot. Daniel, ich habe es angedeutet, in der letzten Zeit ist um unseren Club ein bisschen die Nervosität hochgekommen, warum es so lange dauert, bis wir einen neuen Coach veröffentlichen können. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht den Werdegang schildern und warum es am Ende doch ein paar Tage gedauert haben, bis wir Jeff heute hier präsentieren können. Ja, erstmal schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte Sie natürlich ganz herzlich begrüßen und einen guten Tag wünschen und begrüße natürlich auch insbesondere Jeff Ward als unseren neuen Head Coach. Ja, was lange währt, wird endlich gut, sage ich mal. Dem heutigen Tag sind natürlich viele persönliche Gespräche vorausgegangen, viele Telefonate. Wir haben uns zuletzt vor 2 Wochen in den USA zu unserem abschließenden Gespräch zusammengesetzt und das Wichtigste ist immer das Ergebnis und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen und ja, so ein Verfahren oder so eine Auswahl eines Trainers ist natürlich, sagen wir mal, immer mit vielen Fragen verbunden, natürlich auch mit juristischen Fragen, mit Vertragsinhalten etc. pp. Da gab es einige Herausforderungen zu meistern, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Herausforderungen, die wir hatten, sehr gut meistern konnten und umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier mit Jeff Ward sitzen, der bei uns einen 3-Jahres-Vertrag erhalten wird. Die Erfahrung, die Jeff in Deutschland, aber natürlich auch in der NHL als sehr erfolgreicher Coach gesammelt hat und vor allem aber auch unsere Gespräche, der inhaltliche Ablauf und zuletzt natürlich, und das ist auch immer mit das Wichtigste, die menschliche Komponente, haben dazu geführt und haben uns zu der Überzeugung geführt, dass wir mit Jeff den absolut richtigen Kandidaten für uns haben und wir wollen das eben auch mit einem langfristigen Vertrag dokumentieren und hier auf eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit das auch unterstreichen. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass Jeff da ist und in Zukunft in den mindestens mal nächsten 3 Jahren unser Head Coach sein wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Daniel. Till, Frage, was waren die ausschlaggebenden Kriterien für dich, dass du sagst, Jeff ist genau der richtige Trainer, den wir hier in Mannheim brauchen und aus diesen Gründen habe ich ihn auch ausgewählt für unseren Club? Ja, erstmal guten Morgen zusammen. Ja, die Entscheidung, Jeff Ward, Chefcoach der Adler Mannheim, das waren viele Faktoren, war auch ein längerer Prozess. Wir suchen einen Coach, das weiß, wie Menschen führen können, wie
wie jeder Spieler besser machen können. Wie einer das auch in seiner täglichen Arbeit mit viel Leidenschaft arbeitet, auch fokussiert auf die Kleinigkeiten und hat Erfahrung in wie eine Mannschaft zusammenkommen könnte in Richtung Teambuilding, Richtung Team Spirit. Und das sind die richtigen Components oder Faktoren und auch auf das Sicht, dass wir die Spieler, auch jung, alt, eigentlich jeder versuchen, das Beste rauszuholen von die. Und es ist ein Kunst, das ist ein Skill. Und dafür ist seine Erfahrung, besonders in der NHL und der American Hockey League, hat eine ganz große Rolle gespielt, in jeder Ort, wo er war. Und ja, wir freuen uns. Wir haben viel Geduld gebraucht und auch, aber das hat geklappt und war harte Arbeit, aber wir sind sehr, sehr froh, Jeff hier ein guter Partner zu finden, dass wir etwas gemeinsam diesen Erfolg haben können. Neben die Meldung von Jeff heute haben wir auch zwei weitere Meldungen. Sind zwei Importspieler, haben wir unter Vertrag. Die erste ist Danny Richmond. Danny Richmond hat einen 2-Jahres-Vertrag bei uns unterschrieben. Und wir sind froh, er bringt uns Stabilität und auch hilft uns in die offensive Bereich von der blauen Linie, Powerplay. Und die andere ist ein Mittelstürmer, Andrew Judry, hat letztes Jahr in Springfield gespielt. Andrew bringt auch in seine kurze Profi-Laufbahn, hat 2 Calder Cups gewonnen, auch bei der University of Wisconsin, eine zusätzliche Meisterschaft bei der NCAA gewonnen. Er bringt auch sehr viele Führungsqualitäten, ein sehr wertvoller Spieler und wir sind froh, die beiden unter Vertrag zu haben. Ja, vielen Dank, Thiele. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Fragen stellen dürfen. Sie können das gerne in Deutsch oder in Englisch machen. In Deutsch wird der Thiele das dann dem Jeff übersetzen. Ich darf Sie nur bitten, dass Sie vielleicht Ihren Namen und Ihr Medium dazu sagen, damit der Jeff vielleicht Sie sich gleich einprägen kann, wenn er in ein paar Wochen wieder zurückkommt. Ja, die erste Frage an Thiel Fauler. Geoff Ward war ja schon ein paar Mal auch hier herumgegeistert in einigen Medien. Ich habe mir einen Auszug geholt, aber von Mitte Mai, 17. Mai, war die Überschrift Ward kein Kandidat. Was hat sich denn jetzt in der Zwischenzeit, in diesem knapp einen Monat geändert? Oder war das einfach so, dass ihr sicher gehen wolltet, dass ihr ihn euch schnappen könnt? Weil es gibt, Jeff war unter Vertrag in Boston und das gibt bestimmte Regeln, dass wir auch hier in Europa respektieren müssen. Und wir haben natürlich miteinander gesprochen, aber nach der Saison, nach dem Ausgang von wenn Bostons Saison zu Ende war, sind wir nochmals sehr, sehr intensive Gespräche gegangen und auch so auf diesem Zeit war das richtige Aussage auch, diese Spekulation nicht zu verbreiten. Okay, question on the assistant coach. Are you going to pick the assistant coach? Plans in that direction? Yeah, we'll certainly move forward now in order to get an assistant coach. We'll go to the NHL draft next week, interview some people,
There's some really qualified people that I have in mind that I'd be very happy to work with and comfortable working with. And we'll sit down at that point and make a decision once we talk to them. But the search is on now, and I think it's more important that we get the right guy as opposed to rushing in just to sign somebody. So there's an awful lot of good coaches out there. The job for us now is to choose the right one. Soll ich das übersetzen? Oder? Soll ich das übersetzen? Kurz? Bezüglich Co-Trainer habe ich verstanden, was Goalie-Coach betrifft, war ich nicht so ganz. Ja, so das Plan ist, dass wir werden now nächste Woche nach Philadelphia gehen zu der Draft und ein paar Interviews mit möglichen Co-Trainer durchführen. Der Brian DeCourt bleibt unser Goalie-Coach. Und Jeff sagt, am Ende ist es richtig, das beste Mann für das Job zu finden und nicht unbedingt eine schnell finden. Jeff, Oliver Wehner, die Rheinfast newspaper. Of course you know Dennis Seidenberg very well. Did you talk with him about Mannheim? No, not a lot. A little bit. I had a pretty good understanding from being over here before exactly what Mannheim is all about as a club. It's a good club, not only in Germany but in all of Europe. It's got a very strong fan base. So a lot of the things that you like to have in place as far as a program goes were already here, and I knew about them. But I did talk to Dennis a little bit about the team, and he gave me some really, really good feedback. So we'll put that in use as we move forward. But to answer your question, we did talk a little bit, but not a lot. So Jeff, the Adler just told us they have signed 2 new players. Did you already have influence by signing them? Is it your decision as well? Yeah, I was part of the process. Certainly, Teal was into the discussions with the players when I came into the equation. But he asked for my feedback, and I sourced the players out as much and gathered as much information as I could on them to give to Teal, and then we made the decision to move forward and sign them. Not right away. I've got two children in high school, so they're going to stay back in Boston for now, and we'll see what the future holds. But for the beginning, they're going to stay in North America. Jeff, you've been to Germany before, in Bad Nauheim and Iserlohn. What do you remember from these times? Well, we really enjoyed it. My family felt very comfortable. My 2 older kids were young then, and they went to German school, became fluent in the language very, very quickly. Developed a lot of strong friendships here that they tried to maintain when we moved back to North America. My wife enjoyed it. Still has friends here in Germany, so it's a place where we feel really comfortable, and it wouldn't surprise me that at some point they'll join me over here. But everything was great the first 2 times, and we expect that it will be the same again. May I ask for the names of the girls and your wife? My wife's name's Carolyn. My daughter's names are Hannah and Kylie. And my sons are Cody and Sawyer. So 4 children? 4 children, yeah. How old are they? Cody's 16. My daughter Kylie is 13. My daughter Hannah is 8. And my son Sawyer is 7. You've been assistant coach with the Boston Bruins. What was the special field of your duties? What did you do? Did you do the offense, special teams, or?
Yeah, my job specifically with the Bruins, it was a bit of a unique situation in that, you know, we had 4 coaches on staff. We all had our hands in, you know, working with the whole team. It was a real strong team coaching environment. But my specific duties with the Bruins were looking after the power play and working with the forwards in particular. Wie seid ihr verblieben, was die konkrete Eisvorbereitung betrifft? Ab Juli, Anfang August sind da konkrete Pläne mit Chef gesprochen. Wann geht's los? Ja, wir. Bleibt er hier oder kommt er nochmal zurück dann? Von heute auf? No, er fliegt am Sonntag zurück. Wir werden in die nächsten 2 Tage auf das Wunsch von Jeff mit jedem Spieler sprechen, was noch da ist. Und auch alles, was mit unserem Team oder wer alles zu tun hat, ist mit unserem Team, vom Betreuer zum Mannschaftsarzt. Wir werden ein kleines Interview durchführen und wird Jeff das Feedback brauchen. Und dann fliegt er nach Nordamerika, nach Boston. Und dann treffen wir uns in Philadelphia nächste Woche. Und dann kommt er am Ende Juli und beginnen wir unsere normale Vorbereitungs-Trainingscamp. Und das sind noch ein paar Spiele, was wir noch so kleine Dateien und wir brauchen ein bisschen Zeit, die 100% zu befestigen. Was unoffiziell steht eigentlich, ist das Spiel gegen Bad Tolz. Das verarbeiten wir auf der Anfangszeit und dann geben wir das alles nach außen. Und ich hoffe, in den nächsten paar Tagen haben wir etwas zu melden mit den zusätzlichen Spielen. Zürich. Ja, okay. Ja. Zurich in Bad Tolz, sorry, yes. Daniel, der Matthias hat ja in seiner Anmoderation von dieser gewissen Nervosität im Umfeld gesprochen. Hast du diese Nervosität auch mal in irgendeiner Form empfunden, nachdem das jetzt doch relativ lang gedauert hat? Ich habe sie zumindest mal vernommen und natürlich auch gelesen. Allerdings waren wir in dem Prozess und in dem Verlauf der Trainersuche an einem gewissen Punkt dann doch sehr zuversichtlich, dass es mit Jeff klappt. Und von daher hat sich diese Nervosität jetzt bei mir nicht unbedingt breit gemacht. Christoph Holk, Radio Ringbogen. Jeff, you signed a 3-year contract. With which ambitions did you come here, or which goals do you set for yourself in this time? Well, you know, that's going to be something that we decide as a team moving forward. Obviously, I've got an impression of how we would like to play, but it's important that our team has a say in that. Because they're going to play an awful big part in it. So I don't want to stick a square piece in a round hole. I certainly am looking forward to sitting back and watching what each player brings to the table. And then we will decide as a group how we move forward with that. But, you know, our first goal right away is we want to be a hard team to play against. There's a lot of things that we did in Boston that were successful that I'm certainly going to try to incorporate into the style that we ultimately bring here. Some things will be different, but we will decide that as a group and as a team moving forward. But that's going to be where we start. Jeff, do you know Yannick Lahou, and is it possible that he will come back to the team? I don't know Yannick personally. I know of him as a player, and obviously that's something that we're going to have to sit down and talk about. It has not been tabled yet amongst us, but certainly it's a subject that we're going to have to approach. And we will come to some consensus on that at some point.
Thiel noch eine Frage. Ihr habt natürlich Jeff geholt, weil er der Trainer ist, von dem ihr euch sicher seid, dass er euch weiterbringt. Aber war auch ein Grund, dass ihr ihn geholt habt, dass er halt über diese Organisation der Boston Bruins über ein großes Netzwerk in Nordamerika verfügt? Ja, ich glaube, dass Jeff wird eine große Rolle in dieser Recruitment von die Spieler, die zukünftigen Spieler. Jeff hat einen sehr guten Ruf, er kennt sehr viele Coaches und auch Spieler. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Als ein Nordamerikaner oder ein Spieler, der weiß schon, was Jeff Ward bedeutet und wie er arbeitet. Ich glaube schon, dass das hilft mit die Spieler bei der Spielerverpflichtung, auf jeden Fall. Jeff, I think the Boston Bruins, of course, they've been very ambitious in terms of winning the Stanley Cup this season. How big was your disappointment after the season? It was big. I think everybody in the organization felt the same. We had a really good opportunity this year with a really good team, and unfortunately, we did not get the job done. And now I think the challenge for Boston now is understanding why that happened and making the proper adjustments moving forward so that the team continues to move back towards winning another Stanley Cup. But it was a disappointment. Saying that, we all know, however, when you go into playoff hockey, it's a totally different animal. You have to be ready. You have to be playing your best hockey of the year at that particular point in time. And unfortunately for us, we didn't play our best hockey at the most important time of the year. And that's why we didn't win. Playoff hockey was a completely different animal here too in Mannheim. You know that, of course. Yeah, it's a different animal everywhere. And I think that's the whole secret. You have to figure out how to get your team playing their best hockey at that time of year. It comes with experience, obviously. It comes with health. It comes with the proper mental outlook. All these things have to be right in order to make that happen. And it comes with confidence. I think as a team, you have to believe in each other, you have to trust each other, and you have to work for each other. And if you can do those things, it's, you set yourself up to do something special at that time of the year. And, I felt that feeling before. I understand what it takes in order to make that happen. And that's the challenge that lies here in front of us now, is replicating that here so that we can have that feeling here. The playing? No, if he, like his hockey career as a player. Yeah. If he played in the NHL or something. No, I didn't play in the NHL. I had a pretty limited career. Nothing to speak of. Sorry? Did you play university? Yeah, I played university, yeah. Yeah. I'm Canadian. Wenn keine weiteren Fragen bestehen, dürfen wir uns ganz herzlich für Ihr Kommen auch am Feiertag bedanken, dass Sie über die Adler berichten. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie zur Saisoneröffnungspressekonferenz in der ersten Augustwoche hier wieder begrüßen dürfen. Wie gesagt, wir stehen alle für O-Töne noch zur Verfügung. Bis dahin eine gute Zeit.